Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit der Januaraussaat und um alles dafür vorzubereiten, müssen wir noch ein paar Blumentöpfe besorgen. Berlin ist immer noch extrem frostig, was irgendwie auch extremst romantisch ist. Ich zeige euch mal ein bisschen, wie die Natur gerade ausschaut. An dieser Stelle wollte ich Danke sagen für die Likes im letzten Video. Ich habe ja gerade erst mit YouTube angefangen und ihr ahnt nicht, wie krass es sich anfühlt, wenn man auch nur 25 Daumen nach oben bekommt. Danke, das motiviert einen. Ich bin jetzt in so einem Restpostenladen und zeige euch mal, welche Töpfe ich nicht nehme, nämlich die aus Papier. Ich nehme auch keine Kokosquellerde zum Anziehen, sondern ich entscheide mich sehr gerne für Tontöpfe. Die speichern das Wasser so wunderbar. Gibt es auch in verschiedenen Größen, sind gar nicht teuer. Ich nehme dann die so mittlere Größe, die so 5 cm groß ist. Ja, und dann starten wir mal mit unserer Aussaat für den Januar bei schönstem Sonnenlicht. Ich habe alte Erde und neue Erde, so ein bisschen 50-50 gemischt. Da ist auch ein bisschen Perlit drin, so ein paar Reste von anderen Bepflanzungen aus dem vorigen Jahr. Das vermische ich jetzt ein bisschen besser miteinander und packe es in eine Form, in eine Schüssel, die ich auch in den Backofen stellen kann. Bevor wir das machen, feuchte ich die Erde noch ein bisschen an und dann packe ich die Schüssel in den Backofen. Ihr könnt den vorheizen oder nicht, ist in dem Fall vollkommen Schnuppe. Mein Ziel ist es natürlich, diese dumme Trauermücke, die sich gerne bei Jungpflanzen einnistet, zu verhindern. Und die töte ich ab, beziehungsweise die Larven töte ich ab, indem ich die Anzuchterde einmal backe. Es muss auf jeden Fall über 100 Grad heiß sein, ihr könnt auch 200, wenn ihr wollt. Ich habe gute Erfahrung und dann mindestens 20 Minuten, daher mache ich jetzt 30 Minuten die Erde in den Backofen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Pflanzgefäße. Hier ist dasselbe Spiel wie mit der Erde. Ich achte darauf, dass die Pflanzgefäße möglichst gereinigt sind, um alle möglichen Sporen, die im letzten Jahr vielleicht noch da dran haften, wie Schimmel. Für das kleine Gewächshaus reicht das grob abzuspülen. Für die kleinen Pflanzgefäße vom letzten Jahr, die kleinen Plastiktöpfchen, die übergieße ich immer noch mal mit heißem Wasser. Da hoffe ich, dass das auch reicht, um die meisten Anhaftungen dann zu lösen, dass die mir dann gar keine Ärger machen und es nicht zu irgendeiner Schimmelbildung erneut kommt. Ja, kommen wir wieder zu meinem kleinen Gartenplanungsbuch und jetzt gehen wir zur Monatsplanung, Abteilung 3. Hier habe ich für jeden Monat ein kleines Blatt vorbereitet, was so im Garten zu tun ist. Und im Januar habe ich ein paar wenige Anzuchten im Haus und ein bisschen Gartenarbeit, die man im Januar machen kann. Das habe ich jetzt schon für jeden Monat die letzten Jahre so vervollständigt. Es wird jedes Jahr ein bisschen erweitert und dieses Jahr habe ich ein Buch entdeckt bei meiner Großmutter im Schrank. Das ist schon einiges alt, wie man sieht, von 1967. Und hier auch monatlich wird hier beschrieben, was man so im Garten machen könnte oder sollte, wenn man eine gute Gärtnerin, ein guter Gärtner ist. Das ist unglaublich faszinierend, was hier alles drin steht. Ich habe mir schon so die ersten Monate durchgelesen. Hier zum Beispiel wird beschrieben, dass man den Gemüsesamen vorher beizen sollte und wie man es beizt und dass man ein Trockenbeizmittel kaufen sollte. Also lauter Daraus werde ich alte auf jeden Techniken Fall noch ein bisschen Wissen entnehmen und meinem Gartenbuch ergänzen. Kommen wir zurück zum Aussaatthema für den Januar. Hier seht ihr meine
Saatensammlung. Ich habe mir so einen fetten Ordner zugelegt und den habe ich in Registerkarten auch wieder monatlich sortiert. Ich habe bei Marie von Wurzelwerk gesehen, die hat jetzt auch angefangen, ihre Saaten monatlich zu sortieren in so einem kleinen Schubladengefäß, Schubladenbox. Ich habe zum Glück noch nicht so viele Saaten, sodass für mich noch dieser Ordner reicht, obwohl er echt bald platzt. Und da kann ich mir jetzt ganz gemütlich die Saaten aus dem Januar und vielleicht auch schon Anfang Februar rausfischen, welche ich jetzt vorziehen möchte. Und habe mich entschieden für die Klassiker und noch ein paar Kräuter, wie hier zum Beispiel Ysop oder noch so ein altes Tütchen von Basilikum. Und was ich sehr gerne mag, ist Scharfziger Klee. Kann man wunderbar mit würzen und ist auch toll für die Hummeln. Dann natürlich, wie viele wissen, auch die Auberginen. Da habe ich 2 verschiedene Sorten mal bei eBay gekauft. Dann habe ich noch Saatgut Stuttgarter Zwiebeln. Die sollte ich bald verbrauchen, denn hier ist das Abfülldatum schon ein paar Jahre her. Und dann natürlich, ich habe es schon im letzten Video gesagt, ich möchte mehr rote Beete anpflanzen und auch schaffen. Hier habe ich noch ein bisschen altes Saatgut und etwas Neueres. Hoffentlich wird es dieses Jahr was. Was ich mir neu besorgt habe, sind Pflanzetikettierstäbchen. Und zwar endlich mal in der gescheiten Größe. Letztes Jahr hatte ich mir auch solche Plastikstäbchen geholt, aber die waren so klein, die sind dann für die Anzucht vielleicht noch okay gewesen, aber spätestens beim Umpflanzen in meine Beete sind sie dann irgendwo im Erdboden verschluckt worden. Deswegen jetzt diese großen. Ich finde die schon richtig cool. Die sind auch richtig stabil, habe ich bei Amazon gefunden. Kann ich wirklich empfehlen. Ich mag Holzstäbchen nicht so sehr gerne. Die schimmeln mir immer weg oder sind dann auch oft im Erdboden verschwunden, weil sie sich farblich nicht abheben. Ich kann euch mal zeigen, die kleinen, wie man sieht, verschwinden schon in diesen kleinen Töpfchen. In diesen etwas größeren werden sie wahrscheinlich ganz weg. Und die funktionieren ganz gut. Ich glaube auch, wir haben hier genug Platz, das zu beschriften. Ja, jetzt holen wir die Erde aus dem Backofen. Die war jetzt gute 30 Minuten, hat schon ein bisschen abgekühlt. Deswegen kann ich die Schüssel auch anfassen. Ja, die Erde sieht ja unverändert aus, ist auch noch feucht genug. Das finde ich wichtig, dass sie nicht total austrocknet, weil dann nimmt sie danach nicht sehr gut Wasser auf. Also das sollte schon noch möglichst fluffig nach dem Backprozess sein. Deswegen nicht zu lang backen und die Erde nicht zu trocken werden lassen. Ja, das nächste Problemchen, was man manchmal hat, ist bei den Töpfen, dass die unten so Löcher haben. Und wenn die Erde zu fein ist und zu rieselig ist oder dann auch schon beim Füllen zu trocken ist, dann fällt die Erde durch. Dazu schneide ich mir hier solche Zellophan-Schnipselchen zurecht, also aus Teebeutel. Diese Gage ist ja super fein und ganz, ganz dünn und die lege ich unten in meine Töpfe. Das mache ich auch bei den Zimmerpflanzen als Einlage rein. Und dann habe ich nicht das Problem, dass die Blumenerde mir unten durchrutscht. Hier bei den kleinen Töpfchen mag es gehen, aber je größer die Töpfe und je größer die Löcher werden, umso ungünstiger ist es manchmal. Das ist so mein kleiner Standardtrick, den ich immer mache. Ja, jetzt befülle ich die Töpfchen locker mit Erde. Ich mache die meistens bis ganz hoch, weil im Laufe der Zeit sackt das eh noch nach unten und ich möchte nicht unbedingt noch Erde nachfüllen müssen die nächsten Wochen, die sie jetzt bei uns in der Wohnung leben dürfen, die kleinen Pflänzchen. Apropos Wohnung, ich habe ja eine Katze, das heißt, im nächsten Video zeige ich euch, wie ich mir im Keller eine kleine Pflanzstation einrichte. Da, wenn die Pflänzchen dann ein bisschen größer werden, ich ganz genau weiß, dass die Katze anfängt, diese dann anzuknabbern. Ja, hier habe ich festgestellt, ich hatte vergessen, noch Physalis aus meinem Samenportfolio zu holen und deswegen habe ich mir schnell noch die Andenbeere Lori geholt. Das ist eine sehr leckere Physalis, die ich schon letztes Jahr hatte. Ich habe auch noch eine Physalis überwintert, die steht im Keller im Dunkeln und treibt jetzt gerade aus. Ich muss die demnächst mal ein bisschen mit Licht versorgen, sonst stirbt die mir weg. Das zeige ich euch mal im nächsten Video, wenn wir zusammen den Keller und eine kleine Pflanzstation einrichten. Ja, jetzt
beginne ich mit dieser Physalis. Physalis hat extremst kleine Samen, dafür ist Physalis sehr, sehr samenreich. Also wenn man selber Samen gewinnen möchte, das geht ganz leicht. Die sind halt nur extremst klein und können ganz schnell durchflutschen. Und ja, je kleiner das Saatgut, umso weiter oben in der Erde pflanzt man die Samen. Also so eine kleine Faustregel, je dünner und feiner das Saatgut, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Lichtkeimer sind. Und deswegen wird hier der Samen nur ganz oben auf der Oberfläche vorsichtig in die Erde gedrückt. Die dürfen nicht austrocknen, das ist schon wichtig, aber das tun sie auch nicht, wenn ich noch so eine kleine Pflanzhaube draufsetze. Fast alles, was ich heute an Saatgut habe, sind so ganz kleine und zarte Samen, die sehr viel Licht benötigen, um überhaupt zu keimen. Hier von der Aubergine, die sind ein Ticken größer, aber jetzt immer noch sehr klein. Dadurch, dass das Saatgut schon etwas älter ist, pflanze ich einfach ein bisschen zu viel. Ich weiß, sollte man vielleicht nicht so machen, aber ich weiß, dass hier sowieso die Keimrate unter 50% liegen wird und ich dann mir nur noch die stärkste Pflanze bei den Keimlingen stehen lasse und alle anderen zupfe ich raus. Ich hoffe zumindest, dass überhaupt was noch aufgeht. Ansonsten habe ich jetzt zum Glück noch den Februar, wenn hier meine Saat noch gar nicht aufgeht, weil das Saatgut zu alt war. Dann würde ich mir Neues besorgen. Aber ich wollte erstmal die Reste verwerten, denn sonst wird es immer mehr Saatgut im Fundus. Ja, Ysop pflanze ich dieses Jahr das erste Mal an. Ich fand es einmal natürlich eine hübsche Blühpflanze. Ich glaube auch, es ist ein extremer Insektenmagnet. Und ich bin sehr gespannt, ob ich das als Gewürzkraut verwenden kann. Denn es soll sehr intensiv würzig sein, ein bisschen bitter. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Schabziger Klee habe ich letztes Jahr angepflanzt und finde es super. Einmal als Hummelmagnet. Auf der anderen Seite ist es auch perfekt für Suppen. Also falls eine Suppe irgendwie nicht schmeckt, Schabziger Klee oder auch Boxhornklee, das ist so ähnlich. Gleiche Pflanzenfamilie. Und schon schmeckt jede Suppe vorzüglich. Ist ein bisschen wie Maggi, nur nicht wie Maggi. Weil Maggi ist mir zu intensiv und zu kräftig. Schabziger Klee ist viel sanfter, sanftmütiger im Gaumen. Müssen wir ausprobieren. Kann man dann auch als Gewürz so häufig im Bioladen kaufen. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten. Mal gucken, was kommt jetzt. Ach ja, die Stuttgarter Zwiebel, die Riesenzwiebel. Wie heißt die? Egal. Hier auch, das Saatgut ist echt alt. Ich werde hier einfach alles reinhauen in die Töpfchen, was ich noch habe. Stuttgarter Riesenzwiebel. Damit ich sicherstellen kann, dass ich das Saatgut verbrauche. Später, wenn es doch keimen sollte, so meine Hoffnung, nehme ich die einzelnen Stränge auseinander und pflanze die dann einzeln ein. Da mache ich mir gar keine Sorgen, weil die sind nicht so empfindlich, wenn man die jetzt auseinander nimmt und komplett aus der Erde reißt. Ich bin gespannt, wir werden es ja sehen, ob es was wird. Jetzt bekommen die Jungpflänzchen noch ein bisschen Wasser auf den Kopf. Ich habe irgendwie meine Ballbrause verlegt auf dem Balkon. Ich muss die noch suchen gehen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Und ich schenke euch jetzt noch ein bisschen Sonne aus Berlin. Alles Liebe, eure Maria.